Bahn fährt oder Bahn nicht fährt. Verstehe. Welches Shirt? Bei Miracle Wear gibt es das jetzt zu holen. Deswegen bin ich auch zu spät, weil wir fleißig am Packen sind hier. Guck's dir an. Ich habe dir eine Pizza mitgebracht. Nein. Aber ohne Inhalt, du. Prep Beginn. Markus wird jetzt auf Diät gesetzt und wir müssen uns für die USA-Reise ready machen. Junge, angenehm hier unten. 37 Alter, Grad. wie viel? 40 Grad. Du signierst jedes Einzelne. Ich signiere jedes einzelne. Und sogar aus Japan hatten wir heute die erste Bestellung. Wie sagt man da? Konnichiwa oder was? Ni hao. Arigato. Arigato gibt es jetzt erstmal ein Armtraining heute. Sportfrei sagt man hier. Ne? Machen wir uns auf. Wir machen heute Armtag 2. Sprich, wir machen erst Bizeps, Trizeps, Bizeps, Trizeps, Bizeps, Trizeps. Angefangen wird natürlich mit dem Bizeps. Genau so. Ich hatte einen früher in meinem ersten Studio, wo ich trainiert habe, Legende, 40 Kilo genommen, war bestimmt 52 Jahre alt und er hat immer den hier gebracht. Sah er dann gut aus? Überhaupt nicht. Schwitzt eigentlich auch so. Nee, aber ich wiege ja auch 40 Kilo weniger als du. Also das wird richtig cool ist. In den klassischen Studio-Box und nicht da. Erstes Mal 25, Junge. Jetzt beginnt's. Jetzt beginnt's, Freunde. Incline Curls. Also nochmal, Freunde, jetzt beginnt's. Auf ein neues. Wir machen Armtraining, Bizeps, erste Übung, Incline Curls. Heute mal 25 Kilo, Abfahrt. Oh, Alter, ja, die schauen gut aus. Junge, ich schwitze den ganzen Tag. Ich schwitze morgens, wenn ich aufwache. Ich schwitze auf dem Klo, ich schwitze beim Essen, ich schwitze im Training. Ich lasse es ein Ende nehmen. Aber wir halten die Klappe und geben Gas. Man merkt auch direkt, wenn es so über 35 Grad sind, ist auch dein sowieso schon monotoner Gesprächsflow nochmal so stark reduziert. Ja, das stimmt. 17,5. Viel wie geht. Komm. Oh. Oh. Jungs, Was geht? ihr werdet ja immer mehr. Könnt ihr drauf aufs Video? Oder stresst Mama dann? Ja, geht schon. Können aufs Video hier. Darf ich euch meinen Nachwuchs vorstellen? Alles gut. Bist du fit? Hier. Next Jay Cutler und Ronnie Coleman, gell? Und was ist mit dir heute? Machst du Liegestütze wieder, oder? Stabil. Habt ihr Trainingsplan dabei? Ja? Wir machen jetzt Was macht ihr? über Handy. Was? Über Handy? Was geht's los? Habt ihr wieder Klimmzüge? Ja. Aber erstmal aufwärmen. Was für Cardio? Cardio gibt's nicht. Must tun, Reis und schweres Training, Freunde. Also, zieht durch, okay? Wenn ihr Hilfe braucht, sagt Bescheid. Okay. Nachwuchsförderung hier. Aber nicht mit nach Darmstadt nehmen. Das ist nicht gut. Nicht mit zum Markus nehmen. Sonst explodieren die Jungs. Das ist doch legitim. Komm. Hast mich schön angespuckt. Zeig mal nochmal. Zeig mal nochmal. Guck, Trizeps. Bam. 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 Stabil.
Ich werde nächste Mr. Olympia. Ansage, das gefällt mir. Das ist meine Schule hier. Die Jungs sind motiviert. Die sind mehr hier im Studio als zu Hause. Also so wie ich ungefähr. Aber nicht aus Angst vor Alice, sondern Bock auf Muskelaufbau. Nee, aber ist doch cool, man. Freut mich immer, motivierte Jungs zu sehen und Mädels natürlich. Trainingsplan haben wir aufgeschrieben. Jetzt geben die Jungs Gas und fressen 250 Gramm Haferflocken am Tag. So muss es sein. Direkt immer Erinnerung an den Anfang, wie ich mit meinem Bruder trainiert habe vor 10 Jahren, genau gleich. Da macht es noch richtig Bock. Da wacht man jeden Morgen auf und denkt, man kann nicht mehr laufen. Aber ja, so muss es sein, so muss man es auch weitergeben. Also macht Spaß hier. Was ich sagen wollte, dass der Ellenbogen hier schön warm gemacht werden muss, weil ich da auf jeden Fall keine Probleme haben möchte und deswegen hier auch gerne 2, 3 Warm-Up-Sätze mehr mache. Fühlt sich gut an, ich habe gut Druck in der Muskulatur. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass wenn ich so mache, so, dass ich mir denke, ja, in den Armen ist schon was dran. Sonst ist immer so nichts. Hast du wirklich so das Gefühl, es ist ordentlich was passiert in der Offseason in Sachen Arme bei dir? Ja, safe. Also allein von den Zentimetern, worauf ich eigentlich nicht so schaue, weil es am Ende die Illusion sein muss, die wirken muss. Aber auch so vom Optischen, wenn ich pose, sieht einiges besser aus. Aber ich finde, am deutlichsten sieht man es dann, wenn der Körperfettanteil gering ist, das Fett weg ist und man dann flext, weil dann ja, erkennt man die Cuts noch mit drin und so, die Qualität. Und dann sieht es normalerweise dann am brutalsten aus. Bizeps Curls im Sitzen. Ganz einfach, weil wir vorher vor dem Körper gearbeitet haben. Jetzt hinterm Körper arbeiten und später noch Brachialis machen, also alle Funktionen vom Bizeps abgedeckt haben. Geht schon mit rein. Ich mag so dieses abwechselnde Bizeps, Trizeps. Jetzt hast du direkt erst immer so einen fetten Bizeps-Pump und dann Trizeps. Jetzt ist das komplett voll. Der Arm. Pausenzeiten beim Armtraining halte ich relativ kurz. Also Armtraining sollte maximal 60 Minuten gehen. Gerade bei Arme, kleiner Muskel, bam bam, könnt ihr die ganze Zeit was machen eigentlich. Und vor allem, wenn ihr so ein Pump-Volumentraining eher macht. Zeig mal her, komm. Mach mal weg, 12 Stück. Ja, noch tiefer. Arme ausstrecken. Komm, wie du rumschwingst. Jawohl, komm. Stabil.
im Supersatz mit Ausfallschritte mit dem Bruder auf dem Rücken. So muss es sein. Schon stolz auf die, Alter. Fühlt mich schon hier mit Stolz. Schulter runter, genau. Jawohl. Noch am Fußball spielen die Jungs. Nur noch 3-4 Wochen. Sind weg vom Bolzplatz. Und dann geht's richtig los. Wir machen jetzt hier Hit the X für den Trizeps. Puh. 60 Gramm, feinste Intra für die Performance. Ich glaube, über 60 wäre mit meinem Magen nicht so gut, aber 60 Gramm für Performance, lang anhaltende Power im Training, optimal. Also da könnt ihr auf jeden Fall mal ESN abchecken und euch ein Intra auch sogar jetzt probieren. Mit den Mikros, die wir bei Vario am Start haben, sind tatsächlich immer 60 Gramm pro Päckchen. Hatte ich jetzt in Polen mit dabei, schmeißt du 2 in den Koffer und bist safe für 2 Trainingseinheiten und hast somit A, die Chance, das zu testen, B, die Chance für unterwegs das am Start zu haben. Und wem es gefällt, kann sich den Body holen natürlich. Jawohl! Komm gegen den Boxsack. Ich komm gegen den Boxer. Hier ist der Boxer. Hier ist der Boxer. Sehr gut. Jawohl, Kopfnuss auch noch gegeben hier. Hammer Curls haben wir am Start. Knallen wir jetzt durch. Machen dann noch enges Bankdrücken an der Multi. Sind dann durch. Komm, hoch. Abendtraining ist vorbei. Post-Workout steht an. Ich weiß gar nicht, wie ich sitzen soll. Ich glaube, so ist ganz gut. Muskelkater brennt. Es gibt erstmal ein paar Tabletten. 2-mal Ashwagandha, 2-mal Magnesium. Rein damit. Und dazu 50 Gramm Final Protein. Und wir haben heute auch mal den Maispudding Post-Workout. Ganz easy gemacht. Bisschen Salz rein, um dem ganzen Schwitzen ein bisschen entgegenzuwirken. Elektrolythaushalt ganz wichtig. Und der Zimtteppich nicht zu vergessen mit am Start hier für die bessere Kohlenhydrataufnahme. Auch herzhaft, richtig geil. Mit Rinder-Tartar drin. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Jalapenos. Digga, ich mach dir das mal, du wirst nicht drauf klarkommen. Rinder-Tartar, Jalapenos. Während der Off-Season ist so ein bisschen Käse oder so rein, Gemüse dazu. Wirklich richtig geil, aber ich gönne es mir jetzt einfach so. Wenn ihr das Ganze probieren wollt, egal ob herzhaft oder süß, schaut bei ESN vorbei. Gönnt, Code Polacco und ja, überzeugt euch selbst davon. Ja, während du jetzt isst, kann ich eigentlich noch mal ein paar Fragen aus deinem Q&A, was du gemacht hast, reinwerfen. Oder behindert dich das? Der Fuchs. Sag mal dein Handy. Ja.
Was haben die Halunken wieder für Fragen gestellt? Wie viele Pimmelfragen sind dabei? Und also, was hältst du von Natural Bodybuilding? Du hast ja selber auch Natural Bodybuilding lang gemacht. Das ist eine geile Frage. Ich halte sehr viel davon, auch wenn sich oftmals ein bisschen lustig gemacht wird drüber im Netz und so. Wer True Natty ist, also kein Fake Natty oder so und sich da echt den Arsch aufreißt, hat meinen allergrößten Respekt verdient. Ich habe es lange selber gemacht, wie du schon gesagt hast, und gerade für alle Anfänger, gerade für alle jungen Leute ist es das Beste, was ihr machen könnt. Ihr seht das Ganze enhancen, das Ganze was nehmen als letzte Instanz, wenn nichts mehr geht und ihr wirklich die Möglichkeit habt, die genetische Voraussetzung dafür habt, daraus euer Brot zu verdienen. Aber ja, fangt nicht wahllos damit an, weil ihr im Sommer ein bisschen gut aussehen wollt. Natural Bodybuilding bietet eine absolut geniale Grundlage für jeden Athleten, da auf jeden Fall was abzureißen, und ich ja, befürworte das extrem. Ist es für dich problematisch, jeden Tag das Gleiche zu essen? Absolut nicht. Ich krieg so oft zu hören, das Bodybuilder muss ja immer dasselbe essen, oder? Muss man tatsächlich nicht. Ist auch so ein Irrglaube. Das denken viele, die halt sich nie wirklich mit Bodybuilding auseinandergesetzt haben und dann halt in Coaching gehen und einen Plan kriegen und den halt dann machen. Es führen viele Wege nach Rom. Ihr könnt auch euren ganzen Tag tracken sozusagen, in der App eingeben, alles was ihr isst, und könnt es so gestalten und seid da mega frei. Aber ich persönlich habe keinen Bock, den ganzen Tag, was ich schon bin, am Handy zu sein und dann mir noch irgendwie das Essen einzuchecken. So kriege ich einen Plan, esse den, wenn ich mal Bock auf was anderes habe, wie irgendwie die Thunfischfrikadellen, was Alice mir zaubert, dann rechne ich sowas natürlich um. Dann ist es kein Problem, weil wir in der Off-Season sind. Aber in der Vorbereitung esse ich eigentlich die ganzen 12 bis 16 Wochen dasselbe und ja, fahre damit auch gut. Ist auch wichtig, dass Stefan eben weiß, okay, so und so ernährt er sich, genau das ist in dem Körper drin, und dann kann er auch umstellen, lebensmitteltechnisch oder mengenmäßig, und ja, somit dann den Progress weiter nach vorne schreiten. Also für mich nie mal Probleme. Oski, du als alter Smash Brothers Pro. E-Sports interessiert. Junge, erzähl. Ruft es wieder nach einem 1v1. Ja. Ich habe viel gezockt in meiner Vergangenheit, jetzt nicht mehr so viel. Außer mit Markus ab und zu ein bisschen Smash Brothers. Aber E-Sport ist eine absolut geile Sache. Ist für mich auch ein klar anzuerkennender Sport. Die Jungs leisten vielleicht körperlich, außer in manchen Games, nicht extrem viel, aber kognitiv und motorisch einfach unfassbar viel. Ihr müsst so viele Spielzüge drauf haben, das ist krass. Ich kenne ein paar Leute, die recht gut FIFA zocken, also so E-Sport-mäßig, und es ist dann kein Fußballspiel mehr, sondern das ist ein Skill, den man sich aneignen muss von verschiedenen Algorithmen, Kombinationen. Das gleiche auch bei Smash Brothers. Ich meine, so wie wir beide zocken, das ist ultra casual. Das ist ja, ich will jetzt mal nicht ansatzweise gut nennen, so, aber da gibt es halt Leute, die es absolut geisteskrank drauf haben, und deswegen E-Sports mega cool. League of Legends habe ich auch lange gezockt. Eine Zeit lang. Du warst bestimmt so ein richtiger Noob-Support. Ich war AD Carry, Botlane dominiert. Nee, Spaß, aber war jetzt auch nicht übertrieben gut, aber sowas macht A schon Bock, und B verstehe ich das und finde das auch cool, dass da so viel investiert wird. Wünsche ich mir manchmal fürs Bodybuilding, aber überwiegend viele Menschen zocken halt gern und dementsprechend wird das da angenommen. Anstatt das zu haten, bin ich eher ein Befürworter und finde das cool, solange die Jugend nicht nur vorm PC klebt, sondern auch mal ein bisschen pumpen geht oder einen Ausgleichssport macht oder so und sich bewegt. Aber ansonsten, geile Sache. Markus Rühl als der neue Coach. Möglich? Schon Camp Darmstadt öfters angesprochen. Muss mir eins ganz klar sagen, Markus Rühl ist auf jeden Fall einer der ehrlichsten Menschen in der Szene, den ich so kennengelernt habe. Mittlerweile schon, ja, krass das zu sagen zu können, aber ein freundschaftliches Verhältnis mit ihm. Wir telefonieren öfters mal, machen auch abseits vom Videodreh was. Also ein super Typ und ja, auch einfach ein Mentor sozusagen für mich. Was jetzt Coaching angeht, bin ich bei Stefan sehr zufrieden. Habe mich für Stefan entschieden und bei Stefan bleibe ich auch. Stefan war zwar nie so massiv wie Markus Rühl und sah jetzt zwar nie so aus, aber die Expertise kann man, glaube ich, auch haben, ohne unbedingt so auszusehen zu haben, was viele
manchmal nicht ganz so verstehen, aber ich glaube auch die besten Fußballtrainer, ich kenne mich da nicht so aus, aber waren selber nie die besten Ähnlich. Spieler. Und ich glaube auch im E-Sports, jetzt hatten wir es als Beispiel, ist es vielleicht auch so, wer weiß, aber Camp Darmstadt wird auf jeden Fall mal in Angriff genommen, das wäre auf jeden Fall witzig. Vielleicht kommt Stefan ja mit. Ja, das wäre geil. 3 Kilo Masthuhn, 5 Kilo Reis. Dann bringen wir den auch nochmal zu seinen alten Bestformen zurück. Stefan und Markus wäre ja keine schlechte Symbiose, oder? Ich glaube auch nicht. Aber ich glaube, es ist sehr schwierig, 2 Parteien zu haben, die einen Lösungsweg für eine Person finden, ohne so einvernehmend zu sein. Ja. Und ihr System sozusagen durchdrücken wollen. Weil ich weiß, Markus liebt das, zum Beispiel das schwere Training, abgefälschter, extrem, was bei ihm sehr funktioniert hat. Stefan findet es halt cooler, den Dreiersplit zu haben auf Hit-Basis. Es funktioniert beides und vielleicht würde das andere auch besser für mich funktionieren, aber ich hasse es dann, was zu machen, was nicht einen roten Faden hat und dann beides zu vermischen, weißt du, was ich meine? Weil am Ende mache ich dann Hit abgefälscht und dann reiße ich mir alles ab und keine Ahnung, mache von der Ernährungsweise auch irgendeine Mischung aus beiden. Und das hat noch nie funktioniert, wenn man 2 Sachen mischt. Und deswegen mache ich 1:1 das, was Stefan sagt. Und wenn ich keine Resultate mache und nichts passiert, dann nehme ich mir eine andere Meinung und mache komplett die Meinung. Weißt du, was ich meine? Und so finde ich, sollte man vorgehen. Es gibt leider zu viele, die dann andere Meinungen noch mit reinnehmen und man sucht sich das ja aus. Und wenn man einer ist, der nicht auf eine Meinung hören kann, der muss auf jeden Fall keinen Coach nehmen und sich selbst vorbereiten oder halt eben eine andere Lösung suchen. Weil ich finde, das passt sonst nicht und sonst ist der Coach am Ende auch nicht der, was mit seiner Leistung überzeugen kann, wenn du irgendeine Mischung aus beiden machst. So. Ja. Ciao. Ciao. Jungs, Macht's gut. Bis morgen. Bis morgen. Viel essen. Viel essen. Mach die Tür zu. Ja, Mann. Mach's gut. Ciao, ciao. Stell mir deine letzte Frage. Deine Top 3 deutschen Bodybuilder und Top 3 international. Wenn wir jetzt mal nach der Rangliste gehen, ist die Top 3 der deutschen Bodybuilder Dennis Wolf, Markus Rühl und Ronny Rockel. International wäre das Ronnie Coleman, Phil Heath und Lee Haney, Ronnie Coleman und Phil Heath. Wenn es nach meiner eigenen, also wen ich am meisten feiere, wenn es danach geht, Deutschland wird sich nicht viel ändern. Wird immer noch Dennis Wolf, Markus Rühl und Ronny Rockel sagen, das waren schon die krassesten Profis. Und international wäre es ganz klar Flex Wheeler, Bam, Nummer 1, danach kommt erstmal gar keiner. Danach wäre es ein Dorian Yates und dann wäre es ein Jay Cutler. Dorian Yates wegen dem Mindset und Jay Cutler auch einfach wegen Jay Cutler, wegen seinem Charakter und was er aus sich gemacht hat, so ultra geil. Und Flex Wheeler, ästhetischer Gott, Sultan of Symmetry, was soll ich euch sagen? Was Besseres gibt's nicht. Hat's noch nie gegeben. So. Freunde, damit werden alle Fragen gestellt. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir waren fleißig heute. Wenn es euch gefallen hat, haut's in die Comments. Abonniert den Channel. Würde mich freuen, wenn wir steil auf die 100.000 zu laufen. Und ja. Wir sehen uns nächstes Mal, bevor jetzt die Halunken hier wieder reinkommen. Aus dem Bunker, Urs, Grüße gehen raus, haut da rein. Sehr gut. Meine Erziehung trägt Früchte.